brauchen künftig sämtliche Zielfischcacher an Bord. Ich zittere wirklich am ganzen Körper. Jetzt ist Barsch in Ferne. Läuft bei uns. Jetzt mache ich auch ein paar Würfe. Nein. Du, vielleicht fangst du und dann haben wir es auch drauf. Ist das okay? Es ist eh nicht so, dass du Fische wegfängst. Wow, das ist ein Zander. Richtig krasser Fisch. Aber der hat den Biss von vorhin nicht produziert. Das war was gigantisch Großes. Was Großes. Da haben wir was Großes dran. Ist das der Fisch meines Lebens? Das ist die große Frage. Das ist doch ein wunderschönes Ende dieser Episode. Ui, 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 ui. Oh, oh, hoffentlich verliere ich diesen Fisch nicht. Der Zander schien groß. Der Fisch ist schon mal eine andere Routenklasse. Der bleibt eigentlich schön unten, ne? Uiuiuiui. So, in der heutigen Tackle-Minute geht es um die Sustain. Nee, ne? Machen wir heute eine werbefreie Folge. Der Anker auslassen, ich muss jetzt ein bisschen raus. Vorsicht, gell? Der Fisch des Lebens. Ist das der Fisch meines Lebens? Das ist die große Frage. Also es ist sicherlich nicht der holländische Barschrekord, den wir fangen, aber es ist vielleicht der holländische Hechtrekord. Fisch wenigstens noch. Hechtsicher fische ich natürlich. Titan, Spitze ist ja klar. 8 Kilo. Ja, natürlich 8 Kilo. 8 Kilo Titan, 3,5er Swing Impact. So wird's gemacht. Wenn jetzt noch ein Zetti hochkommt, also. Boah, Alter, ist das eine Maschine. Ich darf den Fisch nicht zu krass rannehmen. 2,0er Haken, ne? Und das ist echt eine Maschine. Total, Dory. Wir zwei wieder. Ja, das sind wir für Könner. Total. Wir können es halt, die absoluten Checker. Den ganzen Tag. Boah, meine. Ja, wenn jetzt ein 80er Hecht hochkommt, wäre krass, Leute, oder? Also bei einem Zander habe ich ja einen riesen Bohai gemacht. Die Frage, ob hier Wälze drin sind? Nee, ne? Ja, Also ich habe gedacht, die hätten gesehen zuerst und es war heller, also es muss ein Hecht eigentlich gewesen sein. Oder Zander ist nicht. Es sind ganz wenig Schläge halt auch in die Schnur, ne? Das sind echt mehr so dieses Kopfgeschüttelte von einem Hecht. Ich möchte diesen Fisch jetzt schon unserem Kameramann widmen, der den ganzen seit 2 Tagen hier aushabt. da ist er, Und- boah, fettes Teil. Schau mal hier, siehst du? Ui. Mit der 20er. Meinst? Ja, da siehst du an der Oberfläche. Ja, aber da kommst du mit dem Kescher nicht Ja, weit. da muss ich jetzt hingehen. Du musst hingehen. Alter, der zeigt jetzt die Breitseite. Ja, schau mal hier. Das Wasser explodiert gleich. Das sieht jetzt gleich Dave. Dann kriegt er nochmal einen Riesenschreck. Du willst nicht mit diesem Kescher das Ding. Ja, wir müssen schauen, wie er hängt. Oh Gott. Oh Denkst du, dass er mit der Hand nein. Du bist der Hechtfischer. Wer hat den Hechtkescher ausgeladen aus meinem Boot? Ich. Stimmt wirklich, ich habe den Hechtkescher ausgeladen gestern Morgen, weil Zielfisch ja nicht Hecht war. Aber bei uns muss man halt tatsächlich eigentlich mit allem rechnen. Wir brauchen künftig sämtliche Zielfischkescher an Bord. Ich sehe einen Köder, glaube ich, der hängt auf der Backe draus. Ich würde versuchen, dass ich ihn mit dem Kopf reinkriege.
im Kescher Ja, und von hinten drauf. Nein, nicht von vorn, von vorn. Also ein majestätischer Fisch. Johannes, geh du ein bisschen weg von mir. Du musst nach hinten gehen, soweit es geht, gell? Schauen wir das Ding an. Alter, ist das eine Riesengalosche. Ich zittere wirklich am ganzen Körper. Nicht, aber ich bin trotzdem begeistert. Ziehe ich sogar mal die Brille aus für euch. Alter. So. Jetzt haben wir schon mal als erstes enttarnt, dass ich nicht wusste, was für ein Köder dran war. War ein Easy Shiner. 4er. Green Pumpkin Chartreuse. Und es wird noch so lustig für euch, Leute. Das ist so ein fetter Fisch. Jetzt halte ich den mal. Also Leute, ich habe es ja angedeutet, ich muss noch eine Geschichte erzählen zu dem Fisch. Also erstmal keine Barschalarm-Folge ohne Drama irgendwie, der hat mir jetzt fast noch einen Arm abgebissen. Oh! Alter! Ich wusste nicht genau, was für ein Köder im Maul hing. Warum habe ich es nicht gewusst? War nicht mein Köder. War nicht deine Route? War nicht meine Route, genau. Warum sollte ich jetzt plötzlich mit der Sustain fischen? Es war die Route von unserem Kameramann Dave. Er winkt euch. Wir holen ihn gleich vor die Kamera. Der Mann hat den ganzen Tag, also gestern und heute irgendwie 5 Würfe gemacht. Das war vielleicht der 6. Wurf. Ja. Der erste Wurf mit dem Easy Shiner ins Flachwasser. Und dann steigt ihm da die Maschine ein. Und weil wir die Kamera nicht bedienen können, weil es einfach so ist, habe ich den Fisch rausgedrillt. Dori hat ihn gelandet, gefangen bzw. gehakt hat ihn der Dave. Ja. Fisch, Fisch. Und ein Fett auch noch, Johannes, nur, pass mal auf. Er ist kein kleiner, warte mal. Dave, kann ich die Kamera irgendwie einschalten? Ja, ist ja wurscht, du bist der Riese. Und Ehre wem Ehre gebührt. Die Ehre gebührt dir, Dave. Komm ins Rampenlicht. Bravo, komm rein ins Rampenlicht. So. Ja, hopp. So, da ist er, reingehoppt. Hi. Ja. Macht die irgendwie das automatisch oder? Ne, die muss sie hier vorne scharf stellen. Oh nee. Oh doch. Wir wollten doch auf die großen Monsterbarsche fischen, oder? Wir haben zuerst an der Stelle, ich glaube, vielleicht um 50 Meter hat der Johannes den Hammerbiss gehabt. Fast die Route aus der Hand gerissen. Ich denke, war hier. Ich habe davor auch einen Biss gehabt, der war vielleicht nicht gar nicht so schlecht, der war kurz drauf. Das war in dem Gebiet. Und jetzt hast du, waren uns beim Drillen eigentlich nicht so sicher, es war ein großer Fisch, war klar, die Gefahr natürlich besteht immer, dass der Karg der Fisch ist. Ja. Aber das war dann deutlich, dass es eigentlich nicht so sein kann. Wir haben dann kurz gesehen, da war zum Sehen, dass es eine helle Flanke ist, also das heißt der Hecht. Und der Johannes hat dann ganz schön zum Kämpfen gehabt, eigentlich auch mit dem Boot ein bisschen zum Kämpfen gehabt. Du warst ja Gott sei Dank hinter der Kamera, weil sonst wird es das alles jetzt nicht geben, die ganzen Filmaufnahmen. Das war nur dann möglich, weil der Dave, der den Fisch gehakt hat, hinter die Kamera gegangen ist. Und ganz ehrlich, wer von euch wäre bereit, so einen Fisch mit 1,23 abzugeben, nur dass er auf Film gebannt wird? Das ist Hammer, Dave. Ja. Das ist Hammer. Ja, ich gebe ihn gerne ab und ohne Hannes hätte ich wahrscheinlich ohne Titan gefischt und dann wäre er futsch und insofern Petri zu uns allen, ne? Ja, genau, Petri zu uns allen, das Boot zählt. Wirklich. Leute, folgendes. Der Kameramann hat in diesem Moment meinen Hecht BB um 3 cm gebrochen und seinen um
lass mich 50 Um Zentimeter. 50 Zentimeter. Also, da ist echt was passiert in der Folge. Wir haben nicht den niederländischen Barschrekord gebrochen. Wir haben den Dave'schen und meinen Hecht-PB gebrochen. Doris nicht. Da kommen wir noch hin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Unglaublich. Ja, Nee. geil.